Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Schön, dass ihr da seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, vergesst nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es jede Woche viele praktische Inhalte, die euch helfen, euer Deutsch zu verbessern. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielen schwerfällt, aber im Alltag sehr nützlich sein kann: Smalltalk. Vielleicht denkt ihr, dass Smalltalk oberflächlich oder sogar sinnlos ist, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit ist Smalltalk ein wichtiger Teil der Kommunikation, besonders in Deutschland, wo Höflichkeit und ein gewisser sozialer Abstand oft wichtig sind. Smalltalk kann man überall üben: im Supermarkt, im Bus, im Aufzug, bei der Arbeit oder in der Schlange vor dem Bäcker. Wenn man sich traut, ein Gespräch zu beginnen, kann man nicht nur sein Deutsch verbessern, sondern auch nette Kontakte knüpfen. Ein typischer Anfang ist ein Kommentar über das Wetter. In Deutschland redet man sehr oft über das Wetter. Das ist ein sicherer und neutraler Einstieg in ein Gespräch. Zum Beispiel: ganz schön windig heute, oder? Oder ich hoffe, der Regen hört bald auf. Solche Sätze laden den anderen dazu ein, zu antworten. Manchmal bleibt es bei 2, 3 Sätzen. Das ist auch okay, aber manchmal entwickelt sich ein längeres Gespräch daraus. Ein anderes Thema für Smalltalk ist die aktuelle Situation. Wenn man zum Beispiel im Wartezimmer beim Arzt sitzt, kann man sagen: ganz schön voll heute, finden Sie nicht? Oder ich war schon ewig nicht mehr hier, aber heute scheint es besonders langsam zu gehen. Solche Beobachtungen sind nützlich, weil sie die Aufmerksamkeit auf eine gemeinsame Erfahrung lenken. Auch in der Arbeitssituation ist Smalltalk wichtig. Vor oder nach einem Meeting, in der Kaffeeküche oder auf dem Weg zur Kantine kann man sich locker mit Kollegen unterhalten. Hier sollte man natürlich vorsichtig sein und das Thema dem beruflichen Umfeld anpassen. Neutrale Themen wie: wie war dein Wochenende? Oder hast du den neuen Kollegen schon kennengelernt? Funktionieren meistens gut. Im Aufzug zum Beispiel kann man ein Gespräch mit einem freundlichen Lächeln und einem einfachen Guten Morgen beginnen. Wenn die andere Person auch offen ist, ergibt sich vielleicht mehr. Man kann sagen: der Aufzug ist heute aber langsam. Oder ich habe das Gefühl, dass der Montag besonders müde macht. So etwas schafft eine kleine Verbindung. Wichtig ist, dass man keine zu persönlichen Fragen stellt. Besonders in Deutschland ist Privatsphäre sehr wichtig. Man sollte also keine Details über Familie, Religion oder Politik ansprechen, wenn man die Person nicht gut kennt. Stattdessen eignen sich Themen wie das Wetter, Verkehr, Essen oder Freizeitaktivitäten. In der Schlange beim Bäcker kann man Smalltalk zum Beispiel so beginnen: die Auswahl ist heute wieder schwer, oder? Oder: ich glaube, ich nehme heute mal etwas Neues. Die Nussecke sieht gut aus. Solche Sätze laden zur Reaktion ein, ohne zu direkt zu sein. Auch im Fitnessstudio gibt es viele Möglichkeiten, Smalltalk zu machen. Zum Beispiel beim Warten auf ein Gerät oder beim Trinken nach dem Training. Ein einfaches: war ganz schön anstrengend heute, oder? Oder ich habe das Gefühl, ich werde morgen Muskelkater haben, reicht schon, um ins Gespräch zu kommen. Natürlich ist es am Anfang nicht leicht, Smalltalk zu machen, vor allem in einer Fremdsprache. Aber je öfter man es versucht, desto leichter wird es. Der Schlüssel ist: üben, üben, üben. Man darf keine Angst vor Fehlern haben. Es ist völlig normal, dass man nicht jedes Wort kennt oder manchmal nachdenken muss. Wichtig ist, dass man sich traut zu sprechen. Smalltalk hilft nicht nur beim Deutschlernen, sondern auch beim Aufbau von Beziehungen. Auch kurze Gespräche machen einen Unterschied. Wenn man zum Beispiel regelmäßig im selben Supermarkt einkauft und die Kassiererin freundlich grüßt, wird man mit der Zeit vielleicht erkannt. Ein Hallo, wieder viel los heute, kann schon ein kleines Lächeln hervorrufen. Ein weiterer guter Tipp ist, offene Fragen zu stellen. Also nicht nur: geht's dir gut? Worauf die Antwort meist ja ist, sondern lieber: was hast du heute noch vor? Oder: warst du schon mal hier? Offene Fragen ermöglichen längere Antworten und mehr Austausch. Einige Menschen denken, dass sie introvertiert sind und deshalb kein Smalltalk machen können. Aber das stimmt nicht. Auch introvertierte Menschen können lernen, kurze, freundliche Gespräche zu führen. Es geht nicht darum, stundenlang zu reden, sondern um kleine Gesten der Freundlichkeit im Alltag. Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du Smalltalk auch zuerst im Kopf üben. Stell dir Situationen vor: du wartest auf den Bus, du stehst im Aufzug, du kaufst beim Bäcker ein. Überlege dir, was du sagen könntest.
Du kannst auch Sätze aufschreiben oder laut üben. Je vertrauter dir die Sätze sind, desto einfacher fällt es, sie in der Realität zu verwenden. Eine schöne Übung ist auch, jeden Tag mindestens eine fremde Person freundlich anzusprechen. Ganz kurz. Es kann einen schönen Tag noch oder ein Danke, das war sehr nett sein. Diese kleinen Schritte helfen, die Angst zu überwinden und Routine aufzubauen. Smalltalk ist nicht nur für private Kontakte wichtig. Auch beruflich kann er helfen, zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen, Netzwerktreffen oder Konferenzen. Wer locker ein Gespräch beginnen kann, wirkt sympathisch und selbstbewusst. Natürlich gibt es auch Menschen, die nicht reden wollen. Das muss man respektieren. Wenn jemand nur kurz antwortet oder deutlich zeigt, dass er nicht interessiert ist, sollte man das akzeptieren. Smalltalk ist ein Angebot, keine Pflicht. Doch oft ist die Reaktion positiv. Viele Menschen freuen sich über ein freundliches Wort, besonders in einem stressigen Alltag. Ein kleiner Smalltalk kann den Tag ein bisschen besser machen, für beide Seiten. Im Alltag gibt es unzählige Situationen, in denen man Smalltalk üben kann. Morgens im Bus, beim Warten auf den Kaffee, beim Spaziergang mit dem Hund, im Waschsalon, im Park, im Büro, überall. Man muss nur die Augen offen halten und sich trauen. Und genau darum geht es. Mut haben, freundlich sein und kleine Gespräche beginnen. Auch wenn es nur 2 oder 3 Sätze sind, sie machen einen Unterschied. Für dich und für dein Deutsch. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Smalltalk ist das Zuhören. Viele denken, dass man besonders viel reden muss, um ein Gespräch zu führen. Aber das stimmt nicht. Gutes Zuhören ist oft noch wichtiger als Reden. Wenn du aufmerksam zuhörst und ehrlich interessiert bist, fühlen sich die anderen ernst genommen. Du kannst zum Beispiel mit einem einfachen Nicken oder einem interessant zeigen, dass du dabei bist. Wenn jemand etwas erzählt, kannst du nachfragen, und wie war das für dich? Oder was hast du dann gemacht? Diese kleinen Rückfragen halten das Gespräch am Laufen. Manchmal reicht es auch schon, eine Beobachtung zu teilen. Stell dir vor, du sitzt in einem Café und neben dir sitzt jemand mit einem Buch, das du auch gelesen hast. Du könntest sagen, das ist ein tolles Buch. Wie findest du es bis jetzt? Oder du stehst im Park und jemand hat einen süßen Hund. Du könntest fragen, wie alt ist er? Oder was für eine Rasse ist das? Solche Fragen sind nicht zu persönlich, zeigen aber Interesse. Natürlich kommt es auch auf die Körpersprache an. Ein freundliches Lächeln, Augenkontakt, eine offene Haltung, all das unterstützt die Worte. Wenn du zum Beispiel verschlossen dastehst, die Arme verschränkst oder den Blick vermeidest, wirkt das eher abweisend. Ein entspannter, offener Eindruck hilft dagegen, dass sich andere wohlfühlen und bereit sind zu reden. In Deutschland ist es üblich, sich zu siezen, wenn man jemanden nicht kennt, besonders bei Erwachsenen. Deshalb ist es meistens besser, mit Sie zu beginnen. Zum Beispiel, haben Sie auch auf den Bus gewartet oder möchten Sie sich setzen? Wenn die andere Person dann Du vorschlägt, kann man zum Du übergehen. Unter jungen Leuten oder in lockeren Situationen wie beim Sport ist das Du aber manchmal auch von Anfang an okay. Man sollte einfach sensibel darauf achten, wie die andere Person kommuniziert. Ein Beispiel für Smalltalk im Wartezimmer könnte so klingen. Ich glaube, ich habe die falsche Uhrzeit erwischt. Heute ist es besonders voll. Ja, ich war auch überrascht. Sonst geht es schneller. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange warten. Haben Sie auch nur einen Kontrolltermin? Genau, nichts Ernstes zum Glück. Das ist gut. Ich bin froh, wenn ich gleich wieder raus bin. Ich mag Arztbesuche nicht besonders. Geht mir genauso. So ein kurzer Austausch kann die Wartezeit angenehmer machen und sorgt dafür, dass man sich nicht so allein fühlt. Manchmal kommt ein Gespräch ganz natürlich zustande. Manchmal muss man es aktiv starten. Wichtig ist, man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Nicht jedes Gespräch entwickelt sich. Aber jedes Mal, wenn du den Mut hattest, es zu versuchen, hast du etwas gelernt. Und mit jeder neuen Situation wird es leichter. Ein guter Trick ist auch, bestimmte Sätze oder Redewendungen im Kopf zu haben. Zum Beispiel: Was für ein schöner Tag heute, finden Sie nicht? Haben Sie hier in der Gegend schon mal? Kennen Sie ein gutes Café in der Nähe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich für das Richtige entschieden habe. Was würden Sie nehmen? Oh, das klingt spannend. Erzählen Sie ruhig mehr. Wenn man solche Sätze regelmäßig benutzt, werden sie zur Gewohnheit. Man muss dann nicht mehr lange überlegen, sondern kann spontan reagieren.
Besonders spannend wird Smalltalk mit Menschen, die ganz anders sind als man selbst. Zum Beispiel jemand aus einer anderen Altersgruppe, einem anderen Beruf oder mit ganz anderen Interessen. In solchen Gesprächen kann man viel Neues erfahren, über andere Lebensstile, Meinungen, Erfahrungen. Wichtig ist dabei, offen zu bleiben und nicht zu urteilen. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Natürlich kann Smalltalk auch der Anfang für eine echte Freundschaft sein. Vielleicht trefft ihr euch zufällig öfter, redet jedes Mal ein bisschen mehr und irgendwann entsteht eine richtige Verbindung. Es muss nicht immer sofort tiefgründig sein. Oft beginnt alles mit einem einfachen Hallo. In der heutigen Zeit, wo viele Menschen viel auf ihr Smartphone schauen und weniger miteinander sprechen, ist Smalltalk fast wie ein kleines Geschenk. Ein kurzer menschlicher Kontakt, ein ehrliches Lächeln, ein freundlicher Satz, das kann viel bewirken. Gerade in der Stadt, wo jeder oft anonym ist, schafft Smalltalk kleine Brücken. Ein typisches Beispiel dafür ist die Situation in der Straßenbahn oder im Bus. Viele sitzen einfach still da, schauen auf ihr Handy oder aus dem Fenster. Aber wenn man sich traut, zum Beispiel zu sagen, haben Sie gehört, dass es morgen wieder streiken soll? Oder ich hoffe, der Bus kommt pünktlich, ich habe heute einen wichtigen Termin, entsteht manchmal ein Gespräch. Vielleicht antwortet der andere mit einem Lächeln oder gibt dir sogar einen Tipp. Manchmal bleibt es bei einem Satz, aber das reicht schon, um den Tag etwas wärmer zu machen. Auch im Alltag mit Nachbarn ist Smalltalk wichtig. Wenn du im selben Haus wohnst und jemanden im Treppenhaus triffst, kannst du sagen, Guten Morgen, haben Sie auch gehört, wie laut es gestern Abend war? Oder ich glaube, der Frühling kommt langsam. Es riecht schon nach Blumen. Solche kleinen Gespräche machen das Zusammenleben angenehmer und helfen, ein Gefühl von Gemeinschaft zu schaffen. Es gibt auch eine andere Seite des Smalltalks. Er kann dabei helfen, unangenehme Situationen zu entschärfen. Wenn du zum Beispiel in einer peinlichen oder angespannten Lage bist, etwa weil du lange warten musst oder ein technisches Problem auftritt, kann ein humorvoller, lockerer Kommentar helfen. Etwa, wenn das hier noch länger dauert, baue ich mir ein Zelt auf. Oder vielleicht hat der Computer heute auch einfach keine Lust mehr. Das zeigt Humor und Entspannung und macht dich für andere sympathisch. Manchmal kann Smalltalk auch ein guter Einstieg in ein tieferes Gespräch sein. Vielleicht beginnt es mit einem lockeren Satz über das Wetter oder den Kaffee und endet damit, dass man sich über Bücher, Reisen oder sogar persönliche Erfahrungen austauscht. Natürlich passiert das nicht immer, aber die Möglichkeit besteht. Deshalb lohnt es sich, offen zu bleiben und dem Gespräch Raum zu geben. Es ist wie bei einem Spaziergang. Man weiß am Anfang nicht genau, wohin es führt, aber der Weg selbst kann schon schön sein. Ein guter Moment für Smalltalk ist auch in der Mittagspause, besonders wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ist. Vielleicht sitzt man nicht jeden Tag mit denselben Leuten am Tisch, dann ist es eine Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Du kannst zum Beispiel fragen, was habt ihr am Wochenende gemacht? Oder habt ihr schon das neue Restaurant um die Ecke ausprobiert? Solche Fragen sind einfach, aber sie zeigen Interesse und laden zur Antwort ein. Auch im Supermarkt, besonders an der Kasse, ergibt sich manchmal ein kleiner Austausch. Wenn die Schlange lang ist, könntest du lächelnd sagen, immer wenn ich es eilig habe, ist hier so viel los. Oder du machst ein Kompliment. Das ist eine schöne Tasche. Darf ich fragen, woher sie ist? Solche Kommentare schaffen eine freundliche Atmosphäre. Manchmal lächelt die andere Person nur, manchmal antwortet sie. Beides ist okay. Es geht nicht um ein langes Gespräch, sondern um einen kurzen, positiven Kontakt. In vielen Kursen oder Fortbildungen wird Smalltalk gezielt geübt. Warum? Weil er in vielen beruflichen Bereichen wichtig ist. Stell dir vor, du bist auf einer Konferenz. Du kennst niemanden, aber alle reden miteinander. Wenn du dich mit Smalltalk wohlfühlst, kannst du leichter ins Gespräch kommen. Du könntest zum Beispiel jemanden ansprechen mit Sind Sie auch das erste Mal hier? Oder welcher Vortrag hat Ihnen bisher am besten gefallen? Das sind neutrale, aber interessierte Fragen, mit denen du den ersten Schritt machst. Was ist, wenn du schüchtern bist? Auch dann kannst du Smalltalk lernen. Der Trick ist, übe in kleinen Schritten. Fang mit einem Lächeln an, dann sag Hallo, dann ein kurzer Satz über das Wetter oder die Situation. So gewöhnst du dich daran und bald merkst du, es ist gar nicht so schlimm. Viele Leute freuen sich, wenn jemand offen auf sie zugeht.
gerade weil es nicht so oft passiert. Ein weiterer Tipp: Nutze Wiederholungen. Wenn du zum Beispiel regelmäßig in denselben Laden gehst oder dieselbe Buslinie nimmst, triffst du oft dieselben Menschen. Beim ersten Mal sagst du vielleicht nur Guten Morgen. Beim zweiten Mal, heute ist es aber kalt. Beim dritten Mal vielleicht schon immer dieselbe Strecke, kennen Sie einen besseren Weg? So entstehen Gespräche ganz natürlich. Und mit der Zeit lernst du die Menschen um dich herum ein wenig besser kennen. Natürlich ist es wichtig, Grenzen zu respektieren. Wenn jemand keine Lust auf ein Gespräch hat, merkst du das meistens schnell. Die Antworten sind kurz, es kommt keine Gegenfrage, der Blickkontakt fehlt. Dann ist es besser, das zu akzeptieren und freundlich das Gespräch zu beenden. Etwa mit: Na gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. So zeigst du Respekt und bewahrst deine Höflichkeit. Ein besonders gutes Übungsfeld für Smalltalk ist auch das Fitnessstudio. Zwischen zwei Übungen, beim Warten auf ein Gerät oder im Umkleideraum gibt es viele Gelegenheiten für kurze Gespräche. Du könntest sagen: Das war heute ganz schön anstrengend, oder? Oder wie lange trainieren Sie schon hier? Die Atmosphäre im Fitnessstudio ist meist locker und die Leute freuen sich über einen netten Austausch. Auch beim Spazierengehen, besonders mit Hund, sind viele Menschen offen für einen kleinen Plausch. Hundebesitzerinnen und Besitzer sprechen oft gerne über ihre Tiere. Ein einfaches „Wie heißt Ihr Hund?" kann schon der Beginn sein. Oder „Wie alt ist er? Was frisst er am liebsten?" Solche Gespräche sind oft leicht und angenehm, weil das Thema gemeinsam ist und nicht zu privat. Ein schöner Nebeneffekt von regelmäßigem Smalltalk ist, dass du deine Sprachkenntnisse verbesserst. Du lernst spontan zu sprechen, auf andere zu reagieren, Wörter und Redewendungen im richtigen Kontext zu nutzen. Außerdem bekommst du ein besseres Gefühl für die Sprache, für Pausen, Betonung und Ausdruck. Wenn du Deutsch lernst, ist Smalltalk ein praktisches und effektives Training. Und du brauchst dafür keinen Lehrer und keinen Kurs, nur ein bisschen Mut. Ein weiterer Vorteil: Du wirst selbstbewusster. Denn je öfter du ein Gespräch beginnst, desto mehr positive Rückmeldungen bekommst du. Du siehst, dass du verstanden wirst, dass andere freundlich reagieren, dass du dich ausdrücken kannst. Dieses Feedback ist sehr motivierend und hilft dir, deine Angst vor dem Sprechen zu verlieren. Viele Menschen sagen, dass ihnen Smalltalk geholfen hat, ihre Sprachblockade zu überwinden. Natürlich ist es auch in Ordnung, Pausen zuzulassen. Smalltalk muss nicht durchgehend fließen. Ein kurzer Moment der Stille ist völlig normal. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst und authentisch bleibst. Du musst nicht witzig oder besonders originell sein. Freundlichkeit und echtes Interesse reichen vollkommen aus. Ein weiterer Aspekt, den man beim Smalltalk nicht vergessen sollte, ist die nonverbale Kommunikation. Dein Gesichtsausdruck, deine Körpersprache und dein Tonfall sagen oft mehr als deine Worte. Ein offenes Lächeln, ein entspannter Blickkontakt und eine freundliche Haltung können das Gespräch viel angenehmer machen. Wenn du hingegen verschlossen wirkst, etwa durch verschränkte Arme oder einen abgewandten Blick, kann das Gespräch schnell enden, auch wenn du eigentlich gern weiterreden würdest. Gerade im beruflichen Alltag ist Smalltalk oft ein wichtiger Teil der Kommunikation. Vor Meetings, in der Kaffeeküche oder beim gemeinsamen Mittagessen, kurze Gespräche schaffen Vertrauen und eine angenehme Atmosphäre. Sie zeigen, dass du dich für deine Kolleginnen und Kollegen interessierst und nicht nur die Arbeit im Blick hast. Solche Momente können den Arbeitsalltag deutlich angenehmer machen und sogar dabei helfen, ein gutes Teamklima zu entwickeln. Auch bei Behörden oder Arztbesuchen kann ein kurzer Smalltalk hilfreich sein. Natürlich nur, wenn die Situation es erlaubt. Zum Beispiel im Wartezimmer oder beim Empfang. Ein kurzer Satz wie „Heute ist aber viel los" oder „Ich hoffe, das dauert nicht zu lange" zeigt, dass du aufmerksam bist und dich mit deiner Umgebung auseinandersetzt. Manchmal reagiert das Gegenüber gar nicht. Manchmal entsteht aber ein nettes Gespräch, das die Wartezeit verkürzt und für ein wenig Menschlichkeit sorgt. Wenn du in einer neuen Stadt wohnst oder gerade erst umgezogen bist, kann Smalltalk dir helfen, schneller Kontakte zu knüpfen. Du triffst neue Nachbarn, siehst bekannte Gesichter beim Einkaufen oder in der Umgebung. Ein einfaches „Hallo, ich bin neu hier" oder „Ich habe gerade erst hierher gefunden." Gibt es in der Nähe einen guten Bäcker? Kann ein Türöffner sein. Die meisten Menschen reagieren positiv, wenn sie merken, dass du offen und freundlich bist.
Nicht zuletzt, auch beim Lernen selbst kannst du Smalltalk trainieren. Wenn du in einem Sprachkurs bist, nutze die Pausen oder Gruppenarbeiten für kleine Gespräche mit anderen Lernenden. Du kannst Fragen stellen wie lange lernst du schon Deutsch? Oder was findest du am schwierigsten? So lernst du nicht nur neue Wörter, sondern auch neue Menschen kennen und ihr könnt euch gegenseitig motivieren. Es hilft auch, wenn du dich auf bestimmte Situationen vorbereitest. Du kannst dir überlegen, was sage ich, wenn ich jemanden im Fahrstuhl treffe? Was kann ich sagen, wenn ich jemandem in der Schlange begegne? Welche Themen sind sicher, also nicht zu persönlich oder politisch? Typische Themen für Smalltalk sind das Wetter, Essen, Filme, Bücher, Sport oder Veranstaltungen in der Stadt. Wenn du zu diesen Themen ein paar Sätze parat hast, fühlst du dich sicherer. Wenn du zum Beispiel in der Bahn sitzt und jemand setzt sich neben dich, kannst du mit einem Lächeln sagen, ganz schön voll heute, oder? Oder wenn du im Park jemanden siehst, der dasselbe Buch liest wie du, kannst du fragen, wie finden Sie das Buch bisher? Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu entdecken, Interesse zu zeigen, ohne aufdringlich zu sein. Mit der Zeit wirst du merken, dass du bestimmte Sätze immer wieder brauchst. Es lohnt sich, sie zu üben, laut zu sagen, vielleicht sogar aufzuschreiben. So wirst du flüssiger und sicherer. Typische Einstiege sind zum Beispiel: Schönes Wetter heute, finden Sie nicht? Kennen Sie sich hier gut aus? Haben Sie einen Tipp für ein gutes Café in der Nähe? Ich bin neu hier. Was muss man gesehen haben? Was lesen Sie da? Sieht interessant aus. Was für ein schöner Hund. Wie heißt der? Solche Fragen sind offen, freundlich und einfach. Sie lassen dem anderen Menschen die Wahl, ob er antworten möchte oder nicht. Und sie zeigen, du bist interessiert, du bist aufmerksam, du möchtest eine Verbindung aufbauen, auch wenn sie nur kurz ist. Manche Menschen haben Angst, dass sie etwas Falsches sagen oder sich blamieren. Aber die Wahrheit ist, die meisten Leute sind selbst froh, wenn jemand das Gespräch beginnt. Viele würden gern reden, trauen sich aber nicht. Wenn du also den ersten Schritt machst, bist du oft eine willkommene Abwechslung. Und selbst wenn das Gespräch kurz ist oder nicht gut läuft, du hast geübt, du hast Erfahrung gesammelt, du hast Mut gezeigt. Natürlich ist nicht jedes Gespräch ein Erfolg und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass du dranbleibst. Smalltalk ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Es wird Tage geben, an denen die Gespräche leicht und fließend verlaufen und andere, an denen es schwierig ist, überhaupt ein paar Worte zu wechseln. Beides gehört zum Lernprozess. Ein guter Trick ist es, Gespräche nachträglich zu reflektieren. Überlege dir, was hat gut funktioniert? Welche Reaktion kam auf meine Frage? Hätte ich etwas anders sagen können? So lernst du aus echten Situationen. Und das ist oft viel effektiver als nur theoretisches Üben. Du wirst merken, dass du mit der Zeit sensibler wirst für die Dynamik eines Gesprächs. Wann ist der richtige Moment für eine Bemerkung? Wie reagiere ich, wenn mein Gegenüber schüchtern ist? Wie kann ich das Gespräch am Laufen halten? Auch Humor kann ein wunderbares Werkzeug im Smalltalk sein, wenn er natürlich und situationsgerecht ist. Ein kleiner Witz über das Wetter, ein Augenzwinkern, wenn man zu spät kommt, oder eine lustige Beobachtung beim Einkaufen. Solche Dinge lockern die Stimmung und machen Gespräche angenehmer. Natürlich solltest du dabei vorsichtig sein und niemanden verletzen oder auf unangenehme Themen anspielen. Aber wenn du den richtigen Ton triffst, kann Humor sehr verbindend wirken. Was außerdem hilft, ist bewusstes Zuhören. Oft sind wir beim Sprechen so sehr mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt, dass wir gar nicht richtig hören, was die andere Person sagt. Versuche stattdessen wirklich präsent zu sein. Höre aufmerksam zu, stelle Rückfragen, zeige echtes Interesse. Das macht einen großen Unterschied und führt fast immer zu einem besseren Gespräch. Ein Beispiel. Jemand erzählt dir im Smalltalk, dass er gerade aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Anstatt sofort von deinem eigenen Urlaub zu sprechen, kannst du nachfragen: Oh, wo waren Sie denn? Oder wie war das Wetter dort? Oder würden Sie die Reise empfehlen? Solche Rückfragen zeigen, dass du dich wirklich interessierst und nicht nur auf eine Gelegenheit wartest, selbst zu reden. Auch bei wiederkehrenden Begegnungen kann Smalltalk eine tolle Möglichkeit sein, Beziehungen zu vertiefen. Zum Beispiel mit der Verkäuferin im Supermarkt, dem Hausmeister im Gebäude oder dem Nachbarn, den man oft im Flur sieht. Du musst nicht jedes Mal ein langes Gespräch führen. Manchmal reicht ein freundliches
Wie geht's heute? Oder schönen Feierabend. Diese kleinen Gesten schaffen Vertrauen und Vertrautheit. Langfristig helfen dir solche Kontakte nicht nur dabei, dich wohler zu fühlen, sie können auch ganz praktische Vorteile haben. Menschen erinnern sich an dich, sind eher bereit zu helfen oder dich zu unterstützen. In einer neuen Umgebung kann das besonders wertvoll sein. Viele Lernende denken beim Deutschlernen zuerst an Grammatik und Vokabeln. Das ist natürlich wichtig, aber genauso wichtig ist die Fähigkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sprache lebt vom Austausch. Du wirst merken, je mehr du mit echten Menschen sprichst, desto schneller wirst du Fortschritte machen. Selbst wenn du Fehler machst, das ist ganz normal und gehört dazu. Die meisten Menschen sind geduldig und freuen sich, wenn du versuchst, ihre Sprache zu sprechen. Deshalb nutze jede Gelegenheit zum Smalltalk. Beim Einkaufen, beim Spazierengehen, in der Straßenbahn, auf Veranstaltungen, im Sportverein, in der Warteschlange. Nicht jedes Gespräch wird tief oder bedeutend sein, aber jedes Gespräch ist ein Schritt zu mehr Sicherheit, mehr Sprachgefühl und mehr Selbstvertrauen. Und vielleicht entdeckst du sogar, dass dir diese kurzen Begegnungen Spaß machen, dass sie dir den Tag verschönern, dir neue Perspektiven eröffnen oder dich zum Lächeln bringen. Denn am Ende ist Smalltalk mehr als nur eine oberflächliche Unterhaltung. Es ist eine Form von Verbindung, von Gemeinschaft, von Menschlichkeit. Natürlich ist Smalltalk nicht nur ein Mittel zum Zweck, um Deutsch zu üben. Er hat auch eine soziale Funktion. Gerade in Deutschland, wo viele Menschen zunächst zurückhaltend wirken, kann ein kurzer, freundlicher Austausch helfen, Mauern abzubauen. Smalltalk zeigt: Ich sehe dich, ich respektiere dich, ich bin offen für Kommunikation. Und diese Offenheit wird oft positiv erwidert, auch wenn dein Deutsch noch nicht perfekt ist. Ein besonders hilfreicher Ort zum Üben sind auch Veranstaltungen wie Sprachcafés, lokale Märkte oder kulturelle Feste. Dort ist die Atmosphäre oft entspannter und gesprächsfreudiger. Viele Menschen kommen genau deshalb dorthin, um neue Leute kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern. Wenn du so eine Gelegenheit hast, nutze sie. Auch wenn es Überwindung kostet, lohnt es sich fast immer. Ein weiterer Tipp: Mach dir eine kleine Liste mit typischen Smalltalk-Themen und passenden Redewendungen. Zum Beispiel: Was machen Sie beruflich? Haben Sie das Fußballspiel gestern gesehen? Ich habe gehört, dass nächste Woche ein Stadtfest stattfindet. Das Wetter ist heute wirklich verrückt, oder? Kennen Sie ein gutes Café in der Nähe? Je mehr solcher Sätze du parat hast, desto leichter wird es dir fallen, ein Gespräch zu beginnen. Du kannst sie auch regelmäßig laut üben, vielleicht sogar mit einem Tandempartner oder einer Partnerin. Gemeinsam üben macht oft mehr Spaß und du bekommst direkt Feedback. Wenn du dich bereit fühlst, kannst du dich auch selbst herausfordern. Nimm dir zum Beispiel vor, an einem Tag mit 3 fremden Personen ein kurzes Gespräch zu beginnen, ganz egal wie kurz. Das kann ein einfacher Gruß sein, ein Kommentar zur Umgebung oder eine Frage zur Uhrzeit. Hauptsache, du gehst aktiv auf andere zu. Solche Mini-Herausforderungen helfen dir, deine Komfortzone zu erweitern. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen Smalltalk nicht angebracht ist. Zum Beispiel, wenn jemand sehr gestresst wirkt oder Kopfhörer trägt. Lerne, solche Signale zu erkennen und zu respektieren. Ein guter Smalltalk beginnt mit Feingefühl. Ist mein Gegenüber überhaupt offen für ein Gespräch? Wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, auch okay. Insgesamt gilt: Übung macht den Meister. Und dabei musst du nicht perfekt sein. Du musst nur präsent sein, offen sein, freundlich sein. Der Rest ergibt sich oft ganz von selbst. Mit der Zeit wirst du merken, dass dir Gespräche leichter fallen, dass du spontaner reagierst und dass du weniger Angst vor Fehlern hast. Und wenn du einmal gar nicht weiter weißt, dann kannst du das auch sagen. Zum Beispiel: Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Können Sie das bitte wiederholen? Oder: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Die meisten Menschen schätzen Ehrlichkeit und freuen sich, wenn sie dir helfen können. So entsteht oft sogar ein Gespräch, das tiefer geht als Smalltalk. Zum Schluss möchte ich dich ermutigen: Hab keine Angst vor kleinen Gesprächen. Sie sind das Tor zu echten Kontakten, zu mehr Sprachpraxis, zu mehr Selbstvertrauen. Nimm dir vor, jeden Tag wenigstens eine kleine Begegnung aktiv zu gestalten. Vielleicht im Treppenhaus, im Bus, beim Bäcker oder im Park. Und wenn du dranbleibst, wirst du feststellen, dass du nicht nur deine Sprachkenntnisse verbesserst, sondern dich auch mehr zu Hause fühlst, wo auch immer du bist.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere gern unseren Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Schreib uns auch in die Kommentare, welche Themen du dir für die nächsten Videos wünschst. Wir freuen uns auf deinen Input. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen!